Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung, einer Jubiläumssendung. Das hier ist unsere 25. Folge von Beta. Wir wollen jetzt kein allzu großes Tamtam darum machen, sondern gleich mit unseren Themen starten. Denn natürlich ist auch unsere Jubiläumssendung mit hochkarätigen Themen bestückt. Das ist sie. Ich möchte aber trotzdem kurz etwas sagen zu unserem Jubiläum, Remo. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass wir 25 Sendungen bis jetzt geschafft haben, diese überlebt haben und uns immer noch mögen. Das ist nämlich nicht ganz selbstverständlich, wie wir später in der Sendung in einem kleinen Blick hinter die Kulissen zeigen werden. Du hast auch noch vieles gesagt, du weißt und hast noch jetzt nicht können. Remo. Jetzt hör auf, Gesagt, ich rumwäffeln. weiß. Du sagst einfach, ja, am Schluss sehen wir dann noch. Aber nachher sagst du, nein, wir müssen das wissen. Ja, was Dominik, ich habe da reingelegt. Ja, das letzte Mal Ah, wir sind Filme. Da bin ich sehr gespannt, dass du da zusammengebaut hast. Nun aber zu unseren wahren Themen der heutigen Sendung. Beta, die monatliche Klettersendung, wird präsentiert von Bächli Bergsport, Petzl und Etrfor. Vor 2 Wochen hat das Sportklettern die Bühne der Weltpolitik betreten, nachdem die iranische Kletterin Elnaz Rekabi an den Asienmeisterschaften ohne Kopftuch angetreten ist. Ein mutiger Akt, der aber vom iranischen Regime sofort geahndet wurde. Die große Frage, die sich jetzt stellt, was ist genau geschehen? Das wissen wir schon ein bisschen in Teilen, aber welche Konsequenzen muss Rekabi denn nun befürchten? Wir bleiben auch bei unserem Fokusthema, beim Tuch, einem ganz anderen Tuch allerdings, nämlich bei diesem hier. Das sind so Fliese, die werden massenhaft am Rhone-Gletscher ausgelegt, um den Betrieb einer touristischen Eisgrotte aufrechtzuerhalten. Die in die Jahre gekommenen Tücher, die werden von bösen Zungen als Leichentücher bezeichnet, geben natürlich ein unschönes Bild ab. Viele stören sich daran. Wir haben uns aufgemacht und haben dem nachgespürt. Ich tue die immer mit Leichentüchern benennen. Der Teil, der abdeckt, ist einfach eine Schande zum Anschauen. Jetzt aber zuerst vom Wallis zurück nach Zürich, wo wir heute sind, Remo. Wir sind heute im Minimum Lodge, einer neuen Boulderhalle im Herzen von Zürich. Umgeben von 100 Bouldern, verteilt auf 600 Quadratmeter Kletterfläche. Anfänger als auch Profis kommen hier voll auf ihre Rechnung. Hohe Wände, viel Licht und Farbe, Kunstobjekte und eine gemütliche Bar. Die Halle ist wirklich ein wahres Bijou. Eröffnen tut sie am 5. November in wenigen Tagen und Kurse für Erwachsene und Kinder können bereits jetzt unter minimum.ch gebucht werden. Was uns ja immer interessiert, wenn wir so eine neue Halle betreten, Remo, ist, wieso heißen diese Hallen so, wie sie heißen? Hier heißt es ja Minimum. Das haben wir den Betreiber gefragt. Der Name Minimum kommt von einem Abend, wo wir mit den Kollegen zusammen im Untergrund waren und zum Minimal Techno getanzt haben. Im Wissen, dass wir eine neue Location aufbauen können, eine Boulderhalle aufbauen können. Und Minimum passt super zum Klettern, zum Bouldern vor allem, wo mit minimalen Bewegungsänderungen eigentlich zum Ziel kommt schlussendlich. Hier sind wir also und legen wie immer mit den wichtigsten News des Monats los. Ende September befreite der deutsche Profi-Alpinist Michi Wohleben sein Langzeitprojekt an der Dreifaltigkeit im Alpstein. Für die Route mit dem Namen Bodhicitta gibt der Deutsche keine Bewertung ab, sondern will erstmal abwarten, bis jemand die Route wiederholt. Man darf davon ausgehen, dass die Route im oberen 8. Franzosengrad liegt. Während seines Spanien-Trips kletterte Alex Megos in kurzen Abständen schwierigste Routen. Die Liste reicht von der Erstbegehung von der Full Journey 9B über Gancho Perfecto 9A Plus bis Red Ram 9A Plus. Am 10. Oktober gelangen ihm innerhalb weniger Stunden gleich 3 Routen im Bereich 8C+. Im Tessin gelang dem jungen Briten Aidan Roberts die erste Wiederholung von Alphain, dem ersten 9A-Boulder der Schweiz, der von Jean Rapatou erst begangen wurde. Aidan Roberts bestätigt den Grad mit 9A. Damit ist Alphain bis dato der erste unbestrittene 9A-Boulder überhaupt. Das ging aber schnell mit der Wiederholung von Alphain, Remo. Das kann man so sagen, vor allem wenn man es vergleicht mit Bouldern wie Burden of Dreams oder Return of the Sleepwalker, die warten ja schon seit Jahren auf eine Wiederholung. Aidan Roberts, ich kannte ihn nicht, der ist eher unbekannt, oder? Ja, so halb. Ich würde sagen, unter den Profis ist er wirklich eine anerkannte Größe, kann man sagen. In den Medien taucht er erst seit Ende 2021 auf. Seither ist er wirklich regelmäßig in den Medien und auch sehr präsent mit Erstbegehungen wie Wonder Sitzard, 8C Plus Boulder, erst begangen, dann Ragamuffin 8C, auch eine Erstbegehung und der flashte Vecchio Leone im Tessin, ein 8B Boulder. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis einen neuen A-Boulder auch noch knacken wird. Jetzt hast du dich ja im Nachgang seiner Wiederholung von Alphain mit ihm ausgetauscht. Er bestätigt also den Grad, da gibt es kein Wenn und Aber. Definitiv, ja.
Stichwort gerade, Remo, was mich hier noch interessiert. Wir haben es gesehen, Michi Wohleben hat sein Langzeitprojekt an der Dreifaltigkeit nun erst begangen. Er sagt aber keinen Grad. Wieso nicht? Ja, er ist da ziemlich zurückhaltend, er wollte keinen Grad äußern, wie du sagst. Und wie wir auch in den News gesagt haben, ein Grund ist sicher, er hat gesagt, ich warte mal, bis die Route wiederholt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein Trend aktuell vorhanden, dass Profis keine Gerade mehr abgeben. Jacopo Lacho, erinnern wir uns, bei Tribe wollte er per se nicht sagen, wie schwierig die Route ist. Die Medien schreiben einfach, es ist eine 9a. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen auch eine gewisse Angst mitschwingt, abgewertet zu werden. Die Angst vor den Belgiern geht würde ich sagen. Ja, könnte man so sagen. Ja. Es spielt sicher eine Rolle, die Belgier. Ja, aber trotzdem, also ist es nicht ein bisschen schwach, eine Erstbegehung zu machen, ein bisschen den Anspruch zu haben, ja, das ist eine der schwierigsten der Schweiz oder der Europa, ist durch die Medien gegeistert, aber du sagst gar keinen Grad. Was meint ihr da draußen? Ist es schwach, wenn man keinen Grad bei der Erstbegehung angibt? Eure Meinung ist uns wichtig. Ich will mich dazu nicht äußern. Das finde ich jetzt aber auch schwach. Ja, ist auch schwach. Also ich finde einfach für Klettermedien und für die Kletterszene finde ich es wichtig, Grade zu haben. Von dem her, ich finde, unser Sport lebt auch von Grad. Einfach zu sagen, nee, Grade sind irrelevant, das ist Bullshit, finde ich. Weil es geht darum, Limits weiter zu pushen und da muss man auch mal sagen, ob es jetzt ein neues Level ist. Und deshalb, ja, ich finde auch, es braucht Grade. Ob sie jetzt bei der Erstbegehung geäußert werden müsste, wohl eigentlich schon, weil sonst schiebt man es an den zweiten ab, oder? Ja. Wir finden jetzt hier auf die Schnelle keine Lösung. Es wird schon fast politisch unter uns und politischer leider wird es jetzt noch mehr und damit zur iranischen Kletterin Elnaz Rekabi. Die Bilder gingen um die Welt. Eine junge Frau klettert im Finale der Asienmeisterschaften auf den 4. Rang. Doch es ist nicht das Resultat, das interessiert, sondern ihre Herkunft und ihre Bekleidung. Elnaz Rekabi ist Iranerin und somit verpflichtet, sich auch im Ausland an die Sitten des iranischen Regimes zu halten, also ihr Haar mit dem Hijab genannten Kopftuch zu bedecken. Rekabi scheint bewusst darauf zu verzichten, im Zeichen der tobenden Proteste im Iran. Dort gehen die Menschen seit Wochen auf die Straße, nachdem eine wegen Sittenwidrigkeit verhaftete Frau in Polizeigewahrsam zu Tode kam. Rekabi scheint die internationale Bühne an den Asienmeisterschaften zu nutzen, doch ihr Mut hat Konsequenzen. Nur Stunden nach dem Wettkampf ist sie nicht mehr erreichbar. Sofort ist die Sorge groß. Unter dem Hashtag #WhereIsElnaz-Rekabi machen sich tausende User auf Twitter Sorgen über ihren Verbleib. Sie sei unter falschem Vorwand in die iranische Botschaft in Seoul gelockt worden, dort seien ihr Pass und Handy abgenommen worden. Auch sei ihr Bruder im Iran verhaftet worden, um ihre Rückkehr zu erzwingen. Dann kommt ein erstes Lebenszeichen von Rekabi, ein Post auf Instagram, in welchem sie sich für das Nichttragen des Hijabs entschuldigt. Es sei ein Versehen gewesen. Viele vermuten, dass es sich dabei um ein erzwungenes Geständnis handle und dass sie direkt in ein iranisches Gefängnis ausgeflogen werde. Doch entgegen der Erwartungen kommt Rekabi am Folgetag in Teheran an und wird wie eine Heldin am Flughafen empfangen. Die iranischen Behörden dementierten stets, dass Rekabi eine Strafe drohe. Inzwischen hat ein öffentlichkeitswirksames Treffen mit dem iranischen Sportminister stattgefunden, der dabei wissen ließ, dass das Sportministerium immer im Dienste seiner Athleten stünde. Gute Miene zum bösen Spiel? Geht es nur darum, die Medien zu besänftigen? Und was droht Rekabi tatsächlich? Zuerst hieß es also, sie komme direkt in ein Gefängnis, dann ist sie aber in Teheran aufgetaucht. Remo, war das jetzt einfach eine falsche Information oder haben die iranischen Behörden einfach rechtzeitig ihre Pläne geändert, weil die Öffentlichkeit halt wirklich Druck machte? Ja, das ist schwierig zu sagen, die ganze Geschichte war so skurril und verworren. Es ist nicht klar, ob das Regime von Anfang an ihr das Angebot gemacht hat, entweder entschuldigst du dich oder du kommst in den Knast, oder ob das Angebot der Entschuldigung erst entstanden ist aufgrund des öffentlichen Drucks. Ich glaube aber auf jeden Fall, man kann davon ausgehen, dass die große Aufmerksamkeit, die die Geschichte hatte, sicher Wirkung zeigte in dieser Geschichte. Das heißt ja jetzt seitens Behörden, dass es keine Konsequenzen habe für Rekabi. Kann man dem trauen? Oder wird vielleicht einfach eine Strafe verhängt, sobald die öffentliche Aufmerksamkeit nachlässt?
Ja, also die Verbände, die iranischen Verbände, verschiedene, haben zumindest mal offiziell bestätigt, dass Rekabi auch in Zukunft an Wettkämpfen teilnehmen werden könne. Ob das dann auch eintritt oder ob sie dann plötzlich vielleicht aufgrund einer Verletzung dann nicht an einem Wettkampf teilnehmen wird, das werden wir sehen, da muss man einfach abwarten. Wir sind mit verschiedenen Personen in Kontakt, die Rekabi persönlich kennen, und es besteht durchaus die Sorge, dass sobald so das Thema nicht mehr auf den Radar der Medien ist, eben sich die Lage nochmals ändern könnte. Nun, was bedeutet jetzt dieser Fall für das Sportklettern an sich? Ich meine, wenn man bedenkt, jetzt wird möglicherweise eine Athletin politisch verfolgt, weil sie eine Kleidervorschrift an einem Kletterwettkampf nicht einhielt. Also das hat ja eigentlich, wenn man sich bedenkt, Freiklettern, da ist die Freiheit im Namen drin, und jetzt passiert so etwas. Ja, da kommt mir ein Zitat von Fred Nicol in einem anderen Zusammenhang in den Sinn. Er hat nämlich gesagt, früher hieß unser Sport Freiklettern, heute heißt er Sportklettern. Ja, unser Sport, zumindest im Wettkampfbereich, der hat schon lange nichts mehr mit Freiklettern zu tun. Das muss man einfach mal so sagen. Klettern betritt langsam die Weltbühne, von Politik und Wirtschaft ist es im Einfluss. Es braucht deshalb, muss man sagen, eigentlich einen starken Verband, der eben jetzt unsere Werte des Sports eigentlich trotzdem hochhält und dafür einsteht. Also vor allem die Werte Freiheit vor allem, oder? Macht die IFSC das? Hat sie die Ereignisse scharf verurteilt oder das Regime kritisiert? Nee, also die IFSC hat sich zu Wort gemeldet, scharf verurteilt hat sie die Sache nicht. In einer Pressemitteilung ließ die IFSC Folgendes verlauten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Sicherheit der Athleten für uns von größter Bedeutung ist, und wir unterstützen alle Bemühungen, ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft in dieser Situation zu schützen. Die IFSC unterstützt voll und ganz die Rechte der Athleten, ihre Entscheidungen und ihre freie Meinungsäußerung. Im Vergleich zu anderen heiklen Themen wie etwa dem Po-Skandal, da haben wir darüber berichtet, da hat die IFSC nun immerhin schnell und regelmäßig kommuniziert, aber man hatte schon den Eindruck, der Verband muss seine Rolle noch finden und lernen, mit großen Themen wie Gender und Religion umzugehen. Ja, müsste die IFSC jetzt in diesem Fall nicht eine Position zu dieser Kopftuchdebatte einnehmen? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass Sportklettern zum Anlass wird, dass eine Athletin von einem Regime verfolgt wird wegen einer Sittenwidrigkeit. Du machst jetzt ein bisschen ein großes Thema auf, auch ein sehr heikles Thema, das Thema Kopftuchdebatte, das kennen wir aus der Schweiz, da gibt es keine einfache Lösung. Der Verband, die IFSC, kann nicht einfach sagen, iranische Kletterinnen müssen ohne Kopftuch antreten, die dürfen das nicht tragen, weil sonst werden die einfach ausgeschlossen, weil sie vom Regime her nicht antreten dürfen. Gleichzeitig spielt auch das Thema Religionsfreiheit mit. Es geht eben nicht nur um die Sitten des Regimes. Der ganze Fall, der zeigt eigentlich auf eindrückliche Weise, mit welchen Themen und Herausforderungen unser Verband, unser Sport eben konfrontiert ist. Der Wettkampfsport, der hat heute nichts mehr zu tun mit Freiklettern. Du hast natürlich recht, Remo, die Kopftuchdebatte, eine Büchse der Pandora, die wir hier nicht öffnen werden. Es gibt da keine einfache Lösung. Wir werden aber weiterhin den Verbleib von Rekabi verfolgen, haben dazu, wie gesagt, auch Kontakt zu Leuten aus ihrem Umfeld. Nun wechseln wir aber dennoch das Thema zu einem anderen Tuch, zu diesem Tuch nämlich, und damit zu unserem Fokusthema Streit um den Gletscher im Wallis. An der Zunge des Rhone-Gletschers können Touristen eine Eisgrotte betreten, die eine große Tradition hat. Schon seit dem letzten Jahrhundert wird sie Jahr für Jahr von den Betreibern ins Eis geschlagen. Hautnah können Touristen das blaue Gletschereis erleben, Gletscher zum Anfassen. Doch der Rhone-Gletscher, wie viele andere Gletscher, zieht sich rasant zurück. Um die Eisgrotte einigermaßen zu schützen und zu erhalten, wird sie seit Jahren durch große Planen, solche Fliese eben, bedeckt. Diese Praxis führt schon länger zu Kopfschütteln. Viele sehen den sterbenden Gletscher zusätzlich verunstaltet. Tonnenweise Tücher gammeln auf diesem Gletscher, auf dem schmelzenden Eis. Von Aufräumen keine Spur. Inzwischen ist also ein wahrer Streit um den Rhone-Gletscher ausgebrochen. Wir sind ins Wallis gefahren, um dieser Sache nachzuspüren. Es ist ein strahlend schöner Oktobertag. Wer über den Furka-Pass ins Wallis kommt, hat hier erstmals Gelegenheit anzuhalten und das Panorama zu genießen. Das Hotel Belvedere, ein Relikt aus der Belle Époque, es mahnt an die Zeiten, als der Tourismus hier noch florierte. Damals reichte der Rhone-Gletscher bis an die Passstraße und faszinierte reiche Touristen, die aus aller Welt anreisten, um die Eisströme der Alpen zu erleben. Heute steht das Hotel leer und der Gletscher hat sich weit zurückgezogen, doch die Touristen kommen immer noch.
Denn die Landschaft, die der Gletscher freigibt, ist reizvoll. Kugelrunde Steine liegen auf Steinplatten, die vom Gletscher so glatt wie Küchenablagen geschliffen wurden. Und auch das Eis ist noch nicht ganz verschwunden. Man kann hier den Gletscher sogar betreten, in einer Eisgrotte. Um all das zu erleben, muss man Eintritt bezahlen. Auch wer zum Wandern hier ist, wird zur Kasse gebeten. Es führt kein Weg am Drehkreuz vorbei. Die Eisgrotte am Rhonegletscher hat eine lange Tradition. Jedes Jahr wird sie von der Betreiberfamilie, der auch das Hotel Belvedere gehört, ins Eis geschlagen. Doch die Attraktion wird immer schwieriger. Jahr für Jahr zieht sich das Eis weiter zurück. Während 2007 noch ein Tunnel direkt ins Eis führte, so erinnert der Eingang in die Eisgrotte heute eher an jenen einer Geisterbahn. Die Eisgrotte ist heute vor allem ein Konstrukt von Tüchern. Schon seit Jahren wird ein großer Aufwand betrieben, um den sterbenden Gletscher mit Planen zu bedecken, was die Schmelze abbremsen soll. Ob der gewünschte Effekt auch erzielt wird, ist fragwürdig. Die Planen erstrecken sich über weite Teile, auch dort, wo die Grotte längst nicht mehr hinführt. Ihr Zustand ist mehrheitlich schlecht. Manche treiben im Wasser, als seien es die Segel versenkter Schiffe. Ein Schlachtfeld eines Kampfes zwischen Mensch und Natur, in dem es nur Verlierer gibt. Bis Ende des Jahrhunderts dürfte der Rhonegletscher weitgehend oder gar komplett verschwunden sein. Tragisch. Der hat natürlich über Jahre immer mehr Tiere noch dran da. Die Fläche vergrößert, aber ja, irgendwann wird die Rettung auf eine natürliche Art und Weise kommen, dass, weil ja der See jedes Jahr größer wird, dass er eines Tages die Grotte mit den Tüchern alles in dem grossen Rhonegletscher See wird schwimmen. Und dann kann er die Tiere wirklich rausfischen. Kilian Volken ist Bergführer aus Viersch. Wöchentlich ist er auf den Gletschern unterwegs. Den Rhonegletscher hingegen meidet er inzwischen wegen den Tüchern. Ich tue die immer mit Leichentüchern benennen. Der Teil, der abdeckt ist, ist einfach eine Schande zum Anschauen. Also von mir aus gibt es eigentlich nur eins. Der Besitzer muss die Tücher restlos von dem Gletscher und von dem See entfernen. Weil das kann einfach nicht sein, dass man, ich weiß ja nicht, ob da eine Bewilligung kann oder nicht, dass man da einfach aus reiner privater Interesse einen Gletscher abdecken und die Tücher über Jahre da liegen und eisen. Die Touristen hingegen genießen ihren Ausflug. Sie sind begeistert vom Gletschereis, das sie wohl zum ersten Mal hautnah erleben können. Yes, it's very impressive. Very, very cold, very impressive. And you hear the water drop. That's also impressive because you know that the glacier is becoming smaller. But I'm still impressed by how much ice there is on this moment now. It's still impressive. Es war mega interessant, so nahe zu einem Gletscher ranzukommen und das Eis anlangen. Ja, ist schon was Besonderes. Habe ich noch nie erlebt, noch nie gesehen. Ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Ja, so diese große Menge an Eis zu sehen, ist nicht manchmal oft. Ja. Doch wie stehen Sie zu den Planen? Also einerseits genießt man das. Ich glaube, sonst wäre wahrscheinlich die Decke schon offen. Ja. Und andersrum, ja, es sieht ein bisschen kacke aus, der Plane. Aber dankbar sind wir trotzdem, dass jemand macht, weil sonst können wir es ja gar nicht sehen. Ja, schwierig zu sagen. Also es gibt ja die sagen, ja, das Gleiche tun, kann ich schon gehört sagen. Ja, also ich finde,
dass man es abdeckt, dass es erhalten bleibt. Ja, aber eben, es kann Klimawandel nicht aufhalten und es ist nur eine Symptombekämpfung. I think get rid of the towels and let it happen as it happens. Pour moi, je pense que c'est nécessaire. Für diesen Besucher sind die Abdeckungen das richtige Mittel. Die Planen seien unabdingbar für die touristische Nutzung, sagt er. Und dies wiederum zeige den Menschen, dass sich die Gletscher zurückziehen. Que les gens comprennent que la glace recule et que le glacier recule également. Geht es hier also auch um Sensibilisierung für den Klimawandel oder bloß um wirtschaftliche Interessen? Auf Anfrage schreibt der Anwalt, der die Betreiber vertritt. Es gibt immer wieder Aktivisten, die gegen vieles sind, auch wenn man das Eis mit Vlies vor einem noch schnelleren Schmelzen zu schützen versucht oder die gar keine Eisgrotte möchten. Wieder andere haben großes Verständnis. Nicht wenige finden die Vliesabdeckungen von der künstlerischen Seite sehr attraktiv und machen Foto- oder Videoinstallationen mit öffentlichen Ausstellungen, die meist dem Klimawandel gewidmet sind. Im Netz sind die Meinungen gemacht. Als der lokale Bergführer Raphael Imsand vor einigen Wochen auf Instagram Bilder postet und sich fragt, wer dereinst den ganzen Müll aufräumt, wenn das Eis weg ist, erhält sein Post große Beachtung. Prompt erscheinen Zeitungsartikel, schließlich wird das Amt für Umwelt des Kantons Wallis aktiv. Auf Anfrage heißt es, dass ein Verfahren eröffnet wurde, mehr könne nicht preisgegeben werden. In den nächsten Jahrzehnten wird sich der Rhone-Gletscher rasant zurückziehen. Vielleicht erinnern dann nur noch Relikte der Tücher an die Eisgrotte. Ich vergleiche das immer so. Wenn jemand krank ist, schwer krank, und unsere Gletscher sind ja krank, dann müssen wir die Krankheit akzeptieren. Wir sollen doch versuchen, dass man auf eine natürliche, normale Art schauen kann, dass man die Krankheit vielleicht lang ausziehen kann, dass der Mensch, oder eben in diesem Fall der Gletscher, am Leben bleiben kann. Aber wenn ich einfach dagegen bin, gegen die künstliche Ausziehung, wegen diesen paar Huppeln Eis, die da so bleiben, dass man da dermassen der wunderschöne Gletscher versauen, das will mir einfach nicht nach Kopf. Und ich finde es Sinn und Schade. Und das ist auch die Tatsache, da kann man mit jedem Glaziolog reden, mit allen kann man darüber diskutieren, dass die Abdeckungen, die Folie, was auch immer, ist keine Lösung gegen das Gletschersterben. Das ist leider Gottes so. Das ist ja ein Skandal, das klingt eigentlich wie ein schlechter Aprilscherz, das müssen wir jetzt diskutieren. Ich meine, die Aussage des Anwalts, der die Betreiber hier vertritt, ist ja ein Witz. Diese Fliese als Kunst oder Sensibilisierung für den Klimawandel zu bezeichnen, das lenkt einfach davon ab, dass es um wirtschaftliche Interessen geht und es einfach eine Müllhalde ist auf dem Gletscher, oder? Ja, da musste ich also auch schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ich muss zwar gestehen, beim Filmen, da konnte ich wirklich fast nicht genug kriegen, weil man kann diesen Tüchern eine gewisse tragische Ästhetik schon nicht abstreiten. Das ist schon so, aber ist natürlich klar, als Argument ist das eine reine Nebelpetarde. Aber hast du jetzt bei diesem Anwalt, du warst ja im Gespräch mit ihm, nicht nachgehakt, was er denn dieser Sache jetzt entgegen diesem Vorwurf, den ich geäußert habe, das sei Wirtschaftsinteressen und Nebelpetarde? Das hätte ich natürlich gemacht, wenn ich ihn direkt hätte sprechen können. Es war aber an dem Tag, als ich im Wallis war, leider nicht möglich, ihn zu interviewen. Es war da zu kurzfristig, da habe ich Verständnis, dass er da nicht gerade zur Stelle war. Wir haben aber danach abgemacht, dass er mir schriftliche Antworten gibt, die wir dann im Rahmen dieser Sendung 1:1 wiedergeben. Ihr findet zum Beispiel das ganze Interview, das schriftlich geführt wurde, unten in der Description. Wir werden nun aber einige Aussagen hier hervorheben. Ja, in diesem Artikel des Nouvelliste, den wir in dem Beitrag, den wir eingeblendet haben, gezeigt haben, da hieß es ja, das Amt für Umwelt des Kantons Wallis wurde aktiv und hat ein Verfahren eröffnet. Was sagt jetzt dieser Anwalt? Also ich habe zuerst beim Amt für Umwelt selber nachgefragt, ob dem so ist, was das genau heißt, ein Verfahren, was jetzt nun geschieht und so. Die haben aber mit Verweis auf Stillschweigen zu einem laufenden Verfahren eben gesagt, dass es keine weiteren Informationen gebe für die Öffentlichkeit. Somit wurde also bestätigt, dass etwas im Gange ist, was genau weiß ich aber nicht. Interessant ist nun aber, dass der Anwalt, der die Betreiber vertritt, eben das abstreitet. Er schreibt
Persönlich wurde ich von einem Amt für Umwelt des Kantons nie kontaktiert. Es darf noch erwähnt werden, dass das zur Abdeckung verwendete Fließmaterial umweltverträglich und unbedenklich ist, wie dies auch ein Gutachten, das uns der Hauptlieferant zur Verfügung stellte, nachweist. Ich lasse Ihnen die entsprechende Umweltbedenklichkeitsüberprüfung zukommen. Diese Umweltunbedenklichkeitsprüfung, die haben wir hier liegen, ist kein einfaches Wort und auch keine einfache Sache. Da steht ganz viel über das Material da drin. Es sind polymere Ausgangsstoffe von Geokunststoffen, es hat viele Tabellen, chemische Inhaltsstoffe, sehr kompliziert. Das Fazit ist, alles unbedenklich, weil es ist ja nicht wasserlöslich. Das ist das Fazit dieses Berichts, ja. Natürlich haben wir auch den Anwalt gefragt, ja, wird dann aber trotzdem irgendwann mal aufgeräumt. Ich meine, dass es eben nicht wasserlöslich ist, heißt ja genau, dass das dort auf immer und ewig liegen bleiben wird. Korrekt. Er schreibt, bereits diesen und vergangenen Sommer wurde nicht mehr benötigtes Vlies immer wieder weggeräumt und an Künstler für Installationen abgegeben. Diesen Frühling war es jedoch durch das Einsetzen der außerordentlich frühen Schneeschmelze und der extrem hohen Sommertemperaturen aus Sicherheitsgründen, Einbrechen von Gletschereis, nicht möglich, Fließbahnen im Bereich des neu gebildeten Gletschersees wegzunehmen. Nun gut, Hitzesommer hin oder her, die Tücher liegen da ja schon seit Jahren, also bis jetzt wirkt es doch eher so quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Die Natur wird auch irgendwann die Tücher zum Verschwinden bringen. Die liegen da tatsächlich nämlich unter Geröll und schwimmen im See. Also, ja, das finde ich ja eben das Krasse. Ich meine, wenn ich in meinem Garten einfach Müll rumliegen lasse oder den verstreue oder verbuddle, dann stehen am nächsten Tag die Behörden auf der Matte. Und hier wird einfach zugeschaut. Warum das? Ja, der eigene Garten, das ist ein gutes Stichwort, weil die Besitzverhältnisse oder respektive die Nutzungsrechte, die scheinen hier nämlich auch am Rhone-Gletscher eine Rolle zu spielen. Ich zitiere da einen Artikel, der schon vor 4 Jahren auf dem Portal 1815.ch veröffentlicht wurde. Schon damals sorgten die Tücher für Kopfschütteln im Wallis. Und da heißt es eben, die Familie verfügt auf dem Areal über alte Nutzungsrechte, die vom Bundesgericht in den 1930er Jahren bestätigt wurden. Dazu zahle man Jahr für Jahr eine nicht unerhebliche Pacht für die Ausbeutungsrechte an den Kanton Wallis, damit man die Grotte ins Eis schlagen kann. Es wird also immer besser hier in dieser ganzen Geschichte. Also es klingt danach, der Kanton, der drückt die Augen zu, weil er Kohle kriegt. Ja, das ist jetzt eine Schlussfolgerung. Ich bestätige die jetzt mal nicht, damit wir hier nicht auf dünnes Eis uns bewegen. Aber ja, vermutlich hast du recht, das Wallis, das habe ich doch bestätigt, ich wollte eigentlich sagen, vermutlich wird das Wallis seinem Ruf als wilder Westen in dieser Geschichte irgendwo auch gerecht. Merkt nach, wenn ihr Hörergrüezi nicht das Gefühl habt, die Sache sei gelaufen, dann fängt bei uns hier unten an der Gespaß erst an. Ich würde sagen, komm, wir nehmen einen Schnaps. Ich habe dann nämlich einen Schenepi gefunden, der passt hier ganz gut zu dieser Geschichte. Also erstens, weil man Wallis immer auf alles einen Schnaps nimmt und zweitens, weil der Schenepi, der wird aus Silberaute gemacht und die Silberaute ist eine Pflanze, die überall dort wächst, wo sich der Gletscher zurückzieht. Und natürlich auch am Rhone-Gletscher, das heißt, es müssen nur noch die Tücher weg, dann kann wenigstens die Silberaute wachsen. Sehr gut, zum Wohl. Santé. Also, wir haben euch ja eingangs der Sendung versprochen, dass wir heute eine kleine Überraschung haben anlässlich unserer 25. Sendung. Das muss man ja irgendwie feiern, oder? Und zwar wollen wir euch heute einen Blick hinter die Kulissen gewähren, wenn Remo und ich eine Sendung drehen. Es ist nämlich immer wieder, ich glaube, das kann man sagen, ein kleiner Kraftakt. Und dass wir uns nach 25 Sendungen immer noch gut verstehen, ist nicht selbstverständlich. Ja, du sagst es, wir verstehen uns immer noch gut, wenn wir vor der Kamera sind. Auf jeden Fall, wir haben einen kleinen Zusammenschnitt gemacht aus der letzten Sendung. Es ist eigentlich nur recht schön, auch für uns das mal zu sehen, wie eigentlich die Sendung so aufgezeichnet wird, welche Stimmung da vorherrscht. Ob es diese Geschichte, ich weiß nicht mehr... Jetzt ist es dunkel. Ja. Du musst am Gehen ist. Was mach? Scheiße. Aber wenn es spontan... Der Schluss rasselt und tut. Nein. Nein, aber wieso? Du sagst einmal, ich soll nicht auf den Tisch kommen, du machst die ganze Zeit so. Nein, aber was machst du? Ja, ich kann ja jetzt immer sagen. Also, der Block ist immer noch zu lang. Fuck, jetzt wird es langsam gesund. So, komm, schreib's doch schnell um. Ja, ich sehe es jetzt gerade nicht. Aber du hast so, schreibst du. Alles schön und gut. Aber eigentlich ist es genau unser Job. Nicht wie aber das ist sein. ja beides dumm.
Ja, aber eben. Jetzt Also. tust du doch einfach... Also, mach alles ich. So. Genau, es braucht noch einen Nein. Ja. Das ist zum 1000. Mal geheim. Jetzt müssen wir noch ein bisschen... Ah, wir sind im Film. Ja, wir sind im Film. Aber das hast du doch gesagt, das weißt. Nein, ich muss jetzt zuerst wissen, was ich das sage. Aber das hast du doch gesagt, das weißt. Ja. Und du hast auch noch vieles gesagt, du weißt, und hast es noch jetzt nicht gehört. Nein, Jetzt hör auf, rumwäffeln! Also, ich muss mir jetzt Gedanken machen zum Zelt. Und für das musst du schnell 1 Sekunde nicht wäffeln. Sonst werde ich nur noch aggro, so wie du schon bist, und dann geht gar nichts mehr. Nein, aber ich check nicht, wieso du das nicht weißt jetzt. Gut. Boah! Nein, da lassen wir nicht drüber laufen. Das ist eigenständig, dort direkt Wie wieder lange jemand. geht das Video? Weiß ich nicht genau. Das ist abgeleitet. Ich habe da alles hineingelegt. Schau doch das Zeug an. Ja, lass dich immer. Dominik, ich habe da reingelegt, auch schon vor langem. Ja, du hast die Sendung vorbereitet, das ist 40 Sekunden lang. Ich habe da geschickt. Nein, aber Nein, wirklich. du sagst einfach, ja, am Schluss tun wir den noch. Aber nachher sagst du, nein, wir müssen das wissen. Ja, das letzte Mal hast du mir zum Beispiel einfach 25 Rohdateien gegeben. Ich meine, die wirklich alle einzeln lassen. Da ist ein geschnittener Beitrag. Ich habe gesagt, du hast ihn gefragt am Telefon, ist ein geschnittener Beitrag? Und da ist ein geschnittener Beitrag, kannst du so brauchen. Nein. Und du hast ja gesagt, du hättest ihn gut gefunden. Dort habe ich das gefragt. Ja. Ja, also, und wer weiss denn jetzt das Ja, Problem? aber das... Du musst, oder? Ja, ich habe nur wegen dem Hugenbrüllchen gewartet. Ja, so sieht das aus. Und irgendwie geht es immer drunter und drüber, oder? Genau. Also wenn ihr wissen wollt, wie diese Sendung war, dann schaut die nächste Sendung. Und falls euch diese Sendung gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das heisst, wir müssen in der nächsten Sendung wieder so etwas Ja, da hast du doch geschrieben. Nein. Überlebt haben. Aha. Ja, aber ich glaube, okay. Gut.